Hallo und willkommen in meiner Schmiede. Schon vor einiger Zeit habe ich das Video Rotkäppchen Teil 1 hochgeladen und passend zum Titel in diesem Video ein Rotkäppchen-Modell, das ich von Bushuka Games bekommen habe, sowie einen Wolf bemalt. Als wir uns damals, und das war lange bevor ich das Video gemacht habe, über diese beiden Modelle unterhalten haben, kamen wir beide ein Stück weit zu dem Schluss, dass der Wolf in dem Märchen eigentlich eine ganz schön arme Sau ist. Also hatte ich mir gedacht, was passiert eigentlich, wenn der Wolf Rotkäppchen nicht frisst? Natürlich kam mir dann auch gleich ein passendes Szenario in den Kopf und deswegen geht es heute in den Norden des Imperiums. Die junge Frau blickte auf das Dorf hinab. Hier war sie aufgewachsen, hatte gelernt, einen Haushalt zu führen, Freunde gefunden und ein glückliches Leben geführt. Ihre Großmutter hatte etwas abseits des Dorfes am Waldrand gewohnt. Tagsüber konnte man das kleine Haus sehen und der Weg dorthin war nicht weit. Der Wald selber war hier bereits sehr ausgedünnt worden und so war es unwahrscheinlich, dass sich irgendwelche finsteren Kreaturen dort einnisten würden. Außerdem war ihre Großmutter eine Kräuterfrau und Heilerin. Sie hatte darauf bestanden, ihr Haus dort zu errichten, weil sie dort am Waldrand die für ihre Arbeit benötigten Kräuter ziehen konnte. Clara schlug die Kapuze ihres roten Mantels zurück. Jetzt war von ihrem Zuhause nicht viel mehr übrig als die Grundmauern der kleinen Bauernhäuser. Der Wald hatte bereits begonnen, die Überreste für sich zu beanspruchen und zwischen den Ruinen wuchsen wieder vereinzelt Bäume. Von Claras Heimat war nichts mehr übrig geblieben als die Erinnerung. Der Schrecken war damals in der Nacht gekommen. Die Kinder des Chaos waren über das Dorf hergefallen, hatten Häuser angezündet, die schlafenden Dorfbewohner aus ihren Betten gezerrt und auf dem Dorfplatz zusammengetrieben. Clara hatte sich hinter dem Ofen versteckt, in der kleinen Nische, in der das Feuerholz lag. Ihre Mutter hatte einen Sack über sie geworfen und ihr so den Blick versperrt. Alles, an was sie sich dann noch erinnern konnte, waren die Schreie. Sie hatte sich die Finger in die Ohren gesteckt, aber selbst dann hatte sie es immer noch gehört. Als sie es nicht mehr ausgehalten hatte, war sie unter dem Sack hervorgekommen. Sie war aus dem Fenster in den Gemüsegarten geklettert, den ihre Eltern mit viel Arbeit angelegt hatten, und dann war sie gerannt. Aber wohin sollte sie sich wenden? Sie kannte nur ihr Dorf und alle Menschen, die sie kannte, waren auch hier. Wenn sie der Straße folgte, würde sie wieder durch das Dorf laufen müssen. Also war sie auf den Wald zugelaufen, zur Hütte ihrer Großmutter. Mit etwas Glück war sie vielleicht von den Bestien übersehen worden. Der Feuerschein des brennenden Dorfes hatte ihr den Weg etwas erhellt. Aber Clara war ihn so oft gegangen, dass sie ihn auch im Dunkeln gefunden hätte. Schließlich konnte sie vage vor sich die Umrisse des kleinen Hauses erkennen. Leider verwandelte sich ihre Hoffnung in Enttäuschung, als sie erkannte, dass der Kräutergarten zertrampelt und die Türe aufgebrochen war. Fassungslos stand sie vor der Hütte und wusste nicht, ob sie eintreten sollte und gegen jede Hoffnung doch noch ihre Großmutter vorfinden würde. Während Clara noch nachdachte, kam um die Hütte herum ein schwarzer Umriss auf sie zu. Ihre Augen hatten sich langsam an die Dunkelheit gewöhnt und das Licht Morsliebs warf einen gespenstischen grünen Schimmer auf die Welt um sie herum. Der Wolf blickte sie aus gelben Augen an und legte den Kopf schief, so als ob er sich fragte, lohnt es sich, dieses Menschenkind zu fressen? Clara war sich sicher, dass jetzt endgültig ihre letzte Stunde geschlagen hatte. Sie war den Tiermenschen entkommen, nur damit sie von einem Wolf gefressen werden würde. Sie hörte ein Brüllen und schloss die Augen, als der Wolf die Zähne fletschte und auf sie zusprang. Clara presste die Augen fest zu und wartete darauf, dass sich die Kiefer ihres Angreifers um ihren Hals schließen würden. Aber es geschah nichts. Stattdessen hörte sie immer noch das Brüllen, das dann plötzlich abbrach, gefolgt von einem Knurren und einem widerlichen Geräusch, das so ähnlich klang wie das Schlachten der Schweine vor dem Erntefest. Ängstlich öffnete sie ein Auge, dann ein zweites und drehte sich um. Hinter ihr lag der Kadaver eines Tiermenschen. Er musste ihr gefolgt sein. Aber wie hatte ein so großes Wesen sich so leise bewegen können? Auf der Brust des Tiermenschen stand der Wolf. Er riss und zerrte am Fleisch des anderen. Dann riss er seinen Kopf zurück und mit ihm die Kehle des Tiermenschen. Er wandte sich ihr zu, die gelben Augen fragend auf sie gerichtet. Jetzt sah er trotz des Blutes an der Schnauze wesentlich ungefährlicher, ja fast schon freundlich aus. Wieder legte er fragend den Kopf schief und machte ein paar schnelle Schritte auf sie zu. Doch statt sie anzugreifen, nahm er vorsichtig ihren Arm in sein Maul und begann sie hinter sich herzuziehen. Schließlich hatte Clara verstanden. Er wollte, dass sie ihm folgte. Der Wolf zog sie hinter sich tiefer in den Wald und immer weiter fort von ihrem Dorf, dem Feuerschein und den Schreien. Trotz der Dunkelheit und des dichter werdenden Waldes fühlte sich Clara sicher. Es war etwas an diesem Wolf, das ihr ein Gefühl der Sicherheit verlieh. Aber wo wollte er hin? Sie hatte ihr Dorf noch nie verlassen.
Und auch ihr Vater und ihre Mutter waren selten weiter als das kleine Städtchen Goldstein gekommen, wo sie die Überschüsse des Hofes und etwas geschlagenes oder gesammeltes Brennholz verkauften. Ihr wurde gerade sehr deutlich bewusst, wie wenig sie über die Welt außerhalb des Dorfes wusste. Aber bisher war sie ja auch noch nie gezwungen gewesen, ihr Zuhause zu verlassen. Sie folgte dem großen Tier weiter durch den Wald. Clara wurde immer schläfriger. Es fiel ihr zunehmend schwerer, die Augen offen zu halten, bis sie schließlich fast gegen einen kleinen Baum gelaufen wäre. Der Wolf legte sich vor ihr auf den Boden. Erst begriff sie nicht, was er von ihr wollte. Aber dann wurde es ihr klar. Sie legte sich auf den breiten Rücken, hielt sich mit beiden Händen in seinem Fell fest. Ihr Begleiter stand wieder auf und lief weiter durch den dunklen Wald. Schließlich war sie fest eingeschlafen. Das nächste, an das sich Clara erinnern konnte, war, dass sie in einem Bett aufgewacht war. Als sie die Augen aufgemacht hatte, lag der schwarze Wolf am Fußende und hatte sie angesehen. Diesmal hatte er nichts Gefährliches an sich und wirkte eher wie ein sehr großer Hund. Als sie das Tier sah, wurde ihr bewusst, dass sie alleine war. Ihr Dorf gab es nicht mehr. Ihre Familie war tot und auch alle Menschen, die sie gekannt hatte. Als diese Gedanken kamen, stiegen ihr die Tränen in die Augen. Der Wolf sah sie immer noch neugierig an. Dann kroch er näher und legte seinen Kopf auf ihren Schoß. Clara vergrub ihr Gesicht in seinem Fell, so wie sie es schon in der Nacht getan hatte. Sie wusste nicht, wo sie war, warum das große Tier bei ihr war und was das alles überhaupt sollte. Schließlich schlief sie erschöpft wieder ein. Als sie wieder aufwachte, standen auf dem kleinen Tisch eine Schale mit Suppe und ein Stück Brot. Plötzlich wurde ihr bewusst, wie viel Hunger sie hatte, und alleine der Gedanke an etwas zu essen ließ ihren Magen laut knurren. Sie stand auf, setzte sich an den Tisch und begann die Suppe zu essen. Sie war nur noch lauwarm, aber sie schmeckte trotzdem. Als sie ihren Hunger gestillt hatte, legte sie sich wieder hin. Der Wolf war nirgends zu sehen, aber sie war sich sicher, dass er wieder bei ihr sein würde, wenn sie aufwachte. Am nächsten Morgen war der Wolf nicht bei ihr, aber eine Frau in grauen Gewändern. »Mein Name ist Schwester Sibylla, mein Kind, und du bist im Tempel von Sudfast. Woher stammst du?« »Ich bin Clara und komme aus Waldhofen.« Sie spürte, wie ihr wieder die Tränen in die Augen stiegen. Die Frau, die sich als Schwester Sibylla vorgestellt hatte, legte ihr vorsichtig den Arm um die Schultern. Dann spürte Clara etwas Feuchtes an ihrer Hand, und als sie die Augen wieder öffnete, blickte sie in die Augen des Wolfes, der sie gerettet hatte. Schwester Sibylla legte dem Tier die Hand auf und begann ihn hinter den Ohren zu kraulen. »Unser junger Freund hier ist ausgerissen, und gestern kam er wieder zurück und hatte dich auf dem Rücken. Waldhofen ist bald 30 Meilen von hier entfernt. Clara, du musst jetzt stark sein, aber von deinem Zuhause ist nichts mehr übrig geblieben«, sagte Schwester Sibylla mit trauriger Stimme, während sie Clara im Arm hielt. Clara nickte. »Wenn du möchtest, kannst du hier bleiben, und ich glaube, unser Magnus hier«, der Wolf blickte auf, als sein Name genannt wurde, »hat einen Narren an dir gefressen. Er ist nicht von deiner Seite gewichen, als du geschlafen hast.« Clara wischte sich über die Augen und blickte das Tier direkt an. Ihr war, als würde sie in die Augen eines Menschen blicken. Schwester Sibylla lächelte, als sie Claras Gesichtsausdruck sah. »Ja, Ulrichswölfe sind intelligenter als andere Tiere. Und sie werden größer und älter. Magnus ist jetzt erst 2 Jahre alt und er wird noch deutlich größer werden. Irgendwann wird er so groß sein, dass er diese Zelle fast für sich alleine brauchen wird.« Clara sah Magnus an, der jetzt schon größer war als sie. Jetzt, 10 Jahre später, saß Clara auf Magnus Rücken und blickte auf die Reste ihres Heimatdorfs. Es waren 10 harte Jahre gewesen. Sibylla und ihre Ordensschwestern hatten sie ausgebildet. Sie war in einem Tempelkonvent mit anderen Mädchen erzogen worden. Hin und wieder hatten sie Kontakt zu anderen Ulrich-Tempeln gehabt. Aber die meisten Männer standen Frauen, die Ulrich als Priesterinnen dienten, mehr als skeptisch gegenüber. Dennoch kamen viele von ihnen in den Tempel, weil sie einen der Ulrichswölfe als Reittier erwerben wollten. Die Priorin hatte an diesen Gesprächen, wie sie selber zugab, viel zu viel Freude und genoss es, wenn die sonst Frauen gegenüber so arroganten Priester um ihr Einverständnis warben. Auf der anderen Seite gab es aber auch die Ritter des Weißen Wolfes, deren hochrangige und verdiente Mitglieder ebenfalls die Ulrichswölfe als Reittiere zu schätzen gelernt hatten. Im Gegensatz zu den Priestern, die seit mehr als 1000 Jahren die Vorherrschaft in der Ulrichskirche hatten, waren die Ritter höflich und zuvorkommend, so dass sie weit weniger dafür tun mussten, bis die Priorin ihnen einen der geschätzten Wölfe überließ. Clara blickte nach links und rechts. Neben ihr saßen ihre Ordensschwestern auf ihren Wölfen. Begleitet von einem Regiment Hellebardiere und 2 Abteilungen Armbrustschützen, die die Ritter des Weißen Wolfes zur Verfügung gestellt hatten, waren sie in diese Gegend gekommen, weil Baron Reinhard von Hochborn plante, dem Unwesen der Tiermenschen nach all den Jahren ein Ende zu machen. Er hatte im Tempel in Sudfast um Hilfe gebeten und Clara hatte sich sofort freiwillig gemeldet, als sie erfahren hatte, wo sich die Tiermenschen aufhalten sollen. Die Zeit für Vergeltung war gekommen.
Damit sind wir am Ende des zweiten Teils meiner kleinen Rotkäppchen-Reihe angekommen und so sieht Clara, auch bekannt als Rotkäppchen, als Ulrich-Priesterin aus. Wie immer hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und wenn es das getan hat, dann lasst mir einen Like oder Kommentar da, teilt das Video, abonniert den Kanal und läutet die Glocke. Eben alles, was ihr so von YouTube kennt und bis bald in meiner Schmiede.